Willkommen zurück hier auf der Gamescom 2024 aus dem Gamescom Studio. Ich habe einen weiteren Gast bei mir. Es hört nicht auf heute. Ich bin trotzdem sehr froh, dass er hier ist, um mit mir über Commandos Origins zu sprechen. Hier ist der gute Jürgen. Hallo. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Sag mal, Kommandos, ne? Das ist ja auch eine Sache für sich. Ich habe da das ist sehr spannend. Ich habe eine Kindheitserinnerung an Kommandos, denn meine beste Freundin hatte einen älteren Bruder und der hatte einen PC. Da musste ich immer ganz sneaky sein, weil der wollte nicht, dass wir an seinen PC gehen. Mhm. Der hatte ganz tolle Spiele und eins davon war das erste Kommandos natürlich. Und Behind jetzt Enemy frage ich Lines. dich, was ist denn deine Erinnerung an die Kommandos-Reihe, die hervorsticht? Tatsächlich auch an das erste. Ich habe relativ viel Strategie gespielt, Command and Conquer, dann später StarCraft und solche Geschichten. Und ich weiß gar nicht, wie ich an das Kommandos kam. Ich habe es auf jeden Fall installiert und das war einfach diese Erkenntnis, jetzt weg von diesem klassischen, ich muss Ressourcen abbauen, ich baue eine Station auf, produziere Einheiten Ja. und eine Armee, um dann den Gegner anzugreifen, hin zu diesem, ich habe nur eine Handvoll Experten, Eliteeinheit, die ich auch hegen und pflegen muss, Ja, genau. vorsichtig vorgehen, sneaky, eben dieses Stealth-Spielen und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben haben, das hat mich einfach total beeindruckt und ich bin eben auch super froh, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, an dieser Ja. Marke zu arbeiten. Wie kam es denn eigentlich dazu? Das ist ja ganz spannend, ne? Weil das wurde ja eigentlich von spanischen Entwicklern Genau, das war gefunden. Pyro Studios. Genau. 1998 ist schon eine Weile her, Sehr wurde lange das her. erste released. Und tatsächlich so, ich bin auch schon eine Weile in der Spielebranche. Ich habe die Originale gespielt, sag ich mal, da Ja. war ich schon in der Branche. Und mich hat tatsächlich der Simon Hellwig angerufen, der Gründer von Calypso Media. Ja, Und wir haben so ein bisschen geplauscht über, was kann man denn so zusammen machen. Und er hat mir erzählt, ich habe übrigens die Markenrechte von Pyro Studios gekauft für Kommandos. Und da sind bei mir gleich die Augen Ja. groß geworden, so wie, Wow. machst du da jetzt neue Spiele? ja, cool. Und er wollte das erst extern machen lassen und hat gesagt, nee, aber eigentlich, das ist für die wichtigen Marken, macht so viel mehr Sinn, wenn ich eigene Studios habe. So wie für Tropico habe ich ein eigenes Studio, für Railway Empire habe ich ein eigenes Studio. Lass uns doch für Kommandos auch eins machen. Und so haben wir dann eine Weile miteinander geredet. Und nach einer Zeit kam dann die Entscheidung, komm, wir machen das. Das ist jetzt meine Mission, das Voll Studio schön. aufzubauen, um die neuen Kommandospiele zu entwickeln. Total schön. Es gab ja dann in letzter Zeit auch die Remasters Genau. natürlich, aber bei Origins handelt es sich ja um ein komplett neues Genau. Spiel. Was ist es denn? Ist es ein Prequel? Ist es eine Fortsetzung? Wo spielt es? Kannst du da was zu sagen? Also unsere Vision war, die DNA von den Kommandos-Spielen zu nehmen und in ein modernes, zeitgemäßes Produkt reinzupacken. Das ist eine ziemliche Gratwanderung, weil es gibt sehr, sehr viele Fans, die wissen ganz genau, was ein Kommandos-Spiel sein muss. Ja. Und der Schwierigkeitsgrad ist sehr, sehr hoch und anspruchsvoll. Gleichzeitig wollen wir es natürlich zugänglich machen für neue Spieler und auch ich weiß, wenn du es damals gespielt hast, kannst dich vielleicht erinnern, wie schwierig das war, das überhaupt zu bedienen, weil du fast die ganze Tastatur gebraucht, um überhaupt Ja. die ganzen Shortcuts zu benutzen. Und das eben auch auf eine Gamepad-Steuerung zu bekommen. Wir sind ja Multiplattform, wir Ja. haben es auf der Playstation, auf der Xbox. Das war natürlich eine Challenge. Und das war für uns so das Wichtigste. Es muss sich anfühlen und aussehen wie ein Kommandos, aber es muss zeitgemäß sein, moderne Technik, 3D-Grafik, ansprechende Grafik. Ja, und ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt. Und von den Schauplätzen her, also es spielt natürlich weiterhin im Zweiten Weltkrieg, ne? Aber ist das auch die gleiche Truppe, die wir da bedienen? Oder wo ist das so angesiedelt? Da beantworte ich auch deine Frage von eben nochmal zu Ende, nämlich wir fangen ganz am Anfang an. Wir erzählen quasi die Geschichte, wie sind denn diese 6 Kommandos, die ich aus dem ersten Spiel kenne, überhaupt zusammengekommen. Deshalb auch Origins. Ah. Das heißt, wir haben den Original-Cast, die ersten 6 Kommandos, später kamen noch 2 weitere dazu. Ja. Der Dieb und die Natascha, die Verführerin, die haben wir jetzt erstmal weggelassen. Wir sagen, wir fangen vorne an, wie der Sepper den Green Beret rekrutiert, um so eine neue Einheit aufzubauen. Und dann kommen nach und nach die anderen Figuren dazu. Okay, das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr spannend und hoffentlich auch für Veteranen dann auch zufriedenstellend, ne? Das ist ja auch das, was man immer möchte. Aber gibt es denn auch tatsächlich Sachen, die komplett neu sind für die Kommandos-Reihe? Also
komplett neu in dem Sinne, das Core-Feature-Set muss natürlich gleich sein. Ja, klar. Diese Hauptfiguren, die haben Abilities, da sind wir auch bei den ikonischen geblieben. Also der Green Beret kann sich einbuddeln, der Sepper hat seine Granaten und seine Bärenfalle, der Spion hat die Giftspritze und so weiter. Das muss natürlich so sein. Wir haben dann versucht, natürlich, was können wir in dem Rahmen des Core-Gameplay ergänzen, was Sinn macht. Uns war wichtig, dass wir dem Spieler viel mehr Freiheiten noch geben als in den Originalkommandos. Also wir haben sehr große Karten zum Beispiel, wo du allein schon mal von dem Ansatz, wie gehe ich diese Aufgabe taktisch an, ganz viele Möglichkeiten hast. Gehe ich jetzt hier rum, darum, wie setze ich die Kommandos da strategisch ein. Und wir haben auch so Sachen drin wie Environment Interaction, also dass du zum Beispiel sehr viele Kills aussehen lassen kannst wie ein Unfall, dass du irgendwo was runterwerfen kannst zum Beispiel. Oder, genau. Oder es liegt zufällig irgendwie ein Kabel in der Pfütze und da ist ein Schalter neben dran, den kann ich einschalten im richtigen Moment. Solche Geschichten. Ja. Und was wir noch haben, ist, dass wir so ein bisschen Exploration drin haben. Das heißt, wenn du an bestimmte Stellen in der Karte kommst, werden unter Umständen neue Hints freigeschaltet. Du entdeckst zum Beispiel Flugabwehrkanone und dann unterhalten sich die Kommandos, oh, wenn wir die jetzt ausschalten, dann müssen wir ja gar nicht dahin gehen, selbst das sprengen, dann können wir vielleicht einen Airstrike rufen und dann wird das bombardiert, das Ziel. Das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr gut und sehr vernünftig. Sieht auch gut aus. Wir sehen es hier gerade schon die ganze Zeit. Jetzt habe ich noch eine entscheidende letzte Frage und zwar würde ich gerne wissen, es ist ja auch schwierig mit der Thematik so in Deutschland und dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Da wissen wir ja, früher mussten die ganzen Symbole und so natürlich ausgetauscht werden, damit das hier überhaupt erscheint in der Form. Wie geht ihr mit dieser Thematik um? Ist natürlich ein bisschen schwierig auch oder was heißt schwierig auch, vielleicht anders als deutsches Studio da so ranzugehen, ne? Also uns war sehr klar, dass es international den Leuten sehr, sehr wichtig ist, dass das Spiel authentisch ist. Ja, sprich auch mit den authentischen Symbolen rauskommt. Und mittlerweile ist es ja so, dass es einige Spiele gab, die da für uns auch Vorreiter waren, die ermöglicht haben, auch in Deutschland die Symbole drinnen zu haben, wenn man eben ein geschichtliches Produkt macht, was insofern korrekt ist. Das heißt, wir bieten dem Spieler die Option, du kannst auswählen, willst du die authentischen Symbole einschalten oder willst du sie ausschalten. Okay. Das heißt, wir haben den Weg gewählt, man kann es machen, wenn man das möchte und wählt sich selbst. Ich glaube, das ist auch die smarteste Lösung, die man anbieten kann. Genau. Von daher sehr gut. Das freut mich natürlich sehr. Vielen Dank. Sag mal, die Zeit ist leider auch schon fast zu Ende. Ich könnte noch so viel erzählen. Du könntest natürlich so viel erzählen. Ich könnte auch den ganzen Tag noch weiterfragen, aber leider läuft das hier leider nicht so. Ich danke dir trotzdem sehr, dass du heute vorbeigekommen bist. Ich freue mich auf Kommandos. Gibt es schon Release-Date oder? Ende des Jahres. Ende des Jahres. Okay, das ist schon mal ein Zeitraum. Genau, wir machen jetzt noch eine Closed Beta. Das vielleicht noch zur Info. Noch kann man sich registrieren eine Woche lang und dann so circa 2 Wochen nach der Messe geht es los. Da können auch die Leute schon mal reingucken und uns noch Feedback geben, ist uns super wichtig. Sehr, sehr gut. Dann nochmals vielen Dank und hab noch eine schöne Gamescom. Danke gleichfalls. So, das war's